Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Der Lastrada Nova EB ist nämlich wirklich ein ganz besonderes Fahrzeug. Eigentlich für uns als den ausgewiesenen absoluten Kastenwagen-Spezialisten, Profi und Enthusiasten. Ein Auto, was ja nur noch so halb zu dem gehört, was wir machen. Aber dadurch, dass es ein Lastrada ist, dadurch, dass er ganz viele Elemente hat, die einem Kastenwagen ähnlich sind und dadurch, dass er eben zu uns passt und einfach ein wunderschönes Auto ist, wollen wir euch ihn an allen Details zeigen. Wenn ihr euch schwerpunktmäßig für Kastenwagen oder für so coole Autos interessiert, dann denkt auf jeden Fall dran, den Kanal zu abonnieren. Am besten jetzt direkt hier unter dem Video. Und heute machen wir das mal andersrum, weil diese beiden Schmuckstücke neben mir so cool aussehen, kriegt ihr jetzt als erstes mal 20 Sekunden ein paar schöne Eindrücke von innen und von außen, damit ihr wisst, was euch heute erwartet. Und dann zeige ich euch, welche Besonderheiten da sind, was der ganze Spaß kostet und was davon für euch passt und was wir in diesen beiden Spezialautos umgesetzt haben. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall sehenswert und ihr habt schon in diesem Kurzzusammenschnitt gesehen, dass es zwar zwei Fahrzeuge sind, die eigentlich den gleichen Grundriss haben, aber unterm Strich doch grundverschieden sind, weil wir hier wirklich zwei extrem unterschiedliche Ansätze an das gleiche Fahrzeug haben. Vereint tut sie der Grundriss. Wir haben ein Auto immer auf Mercedes Sprinter Basis, wir haben Längsbetten im Heck, vorne eine schöne Sitzgruppe und eine echte Dusche oder eine echte Nasszelle mit separater Dusche. Alles andere ist eigentlich unterschiedlich. Die Außenfarbe ist noch ähnlich. Damit wir das gleich abhaken. Ich weiß nicht, ob man es in dem Licht gut sehen kann, aber dieser Wagen hier ist Selenitgrau. Das ist ein bisschen gräulicher. Und der Wagen hier ist Tenoritgrau. Das hat so einen gewissen bläulichen Einschuss. Und es passt auch zu dem, was die beiden im Interieur verkörpern. Der Kollege ist von innen relativ silberweiß, neutral, sportlich, modern gehalten. Der Kollege ist von innen eher gemütlich, wohnlich, mit Calvados, weißen Klappen und einem Stoff gehalten. Also zwei grundverschiedene Ansätze und das zieht sich eigentlich durchs ganze Auto. Und man sieht es eigentlich auch schon auf den ersten Blick, wenn man hier daneben steht. Ich stelle mich mal hier in die Mitte, dass ihr so ein bisschen beide Autos sehen könnt. Obwohl sie gleich lang sind, obwohl sie gleich breit sind, wirkt der hier deutlich größer und höher, was natürlich schwerpunktmäßig daran liegt, dass wir einen Allradantrieb haben. Wir können jeden Nova, der EB hat ja auch noch den kleinen Bruder Nova M, am besten verlinken wir euch direkt am Anfang hier oben ein Video, dass ihr euch das angucken könnt. Ihr könnt jeden Nova mit Allradantrieb bei Mercedes bestellen oder bei Lastrada bestellen und dann kommt er mit dem Allradantrieb und dann wird er auf den ersten Blick gleich höher. Es ist super sinnvoll, wenn man ein Auto mit Allradantrieb bestellt, sich auch Gedanken über die Bereifung zu machen. Hier haben wir jetzt echte Geländereifen genommen auf den Stahlfelgen von Mercedes. Das sind die 16 Zoll Felgen, die wir extra in schwarz gemacht haben, weil dieses Fahrzeug zum Beispiel noch einen Bullfänger, wie heißt es, Bullfänger, Personenschutzbügel vorne mit Beleuchtung und solche Sachen bekommt. Da werden wir, wenn das fertig ist, noch mal 2, 3 kurze Sequenzen machen, die wir irgendwo am Ende des Videos noch mal für euch einbinden. Da aber der morgen ausgeliefert wird, müssen wir das Video heute machen, und da ist der einfach noch nicht ganz fertig. Wenn man Allrad bestellt, kann man auch gleichzeitig natürlich auch auf 18 Zoll Felgen gehen. Das hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das besprechen wir dann aber mit euch im Rahmen der Konfiguration. Bei dem Wagen hier ist der Ansatz tatsächlich eher eleganter, nicht so brachial, nicht so brutal wie der da steht, sondern das Ganze einfach eleganter in der Form. Und hier ist vor allem der Ansatz, wir möchten ein edles Auto, wir möchten ein schickes Auto, wir möchten ein möglichst komfortables Fahrverhalten und das Ganze einfach auf diese super geile, gediegene Art. Die große Besonderheit an jedem Lastrada Nova ist, dass wir eine GFK-Monocoque-Kabine haben. Frei übersetzt heißt das, wir haben ein Wohnmobil, was aus einem Guss besteht. Und zwar sind Boden, Wand, Decke, alles ein Stück. Müsst ihr euch eigentlich vorstellen wie ein Segelschiffrumpf, der in einem Stück gebaut wird.
Und das führt dazu, dass wir auf der Fertigungsseite deutlich mehr Verwindungsschleife haben, weil alles ein Stück ist und fest miteinander verbunden ist. Wir dieses ganze Thema Undichtigkeiten, was ihr bei klassischen teilintegrierten, vollintegrierten und so weiter habt, komplett ausblenden können, weil es eben keine Nähte gibt, die undicht werden können. Bis auf natürlich die Fenster, aber die habe ich bei jedem Auto. Und was natürlich in der Konsequenz auch dazu führt, dass wir eine super schöne Formensprache machen können. Geh mal bitte nach da vorne, dass du die ganze Silhouette vom Auto siehst. Und zwar macht Lastrada das total geschickt und sagt, wir haben hier eine Sicke vom Mercedes, die übernehmen wir und führen die in unserem eigenen Ausbau als Linie ganz bis nach hinten fort. Wir haben hier eine Verkleidung vom Mercedes. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine Verkleidung bräuchten. Die übernehmen wir und ziehen die Linie bis nach hinten durch, um hinten den Radlauf und dahinter das weiterlaufen zu lassen. Und dadurch sieht das ganze Auto eben aus wie aus einem Stück geformt. Das zweite, und da wechseln wir mal die Seiten und gehen darüber, ist ja hier das gleiche. Das zweite, was wir haben, ist, dass der Sprinter an sich eigentlich zu schmal ist für das, was wir hier machen. Deswegen hat Lastrada sich gedacht, okay, wir müssen das Auto breiter machen. Wie breit machen wir es denn? Er hat sich überlegt, okay, da wo ich mit Spiegeln durch muss, kann der Rest hinten genauso breit sein. Das heißt, die Kabine, stell dich mal bitte hinter das Auto, dass man sieht im Prinzip, wenn ich den Spiegel hier vorne anklappe, ist der so breit wie das Auto hinten an der breitesten Stelle. Das heißt, da wo der durchpasst, fließt der Rest auch noch hinterher. Und dazu haben wir bei so einer GFK-Monocoque-Kabine natürlich noch so Vorteile, dass wir einfach die ja relativ lange Form des Fahrzeugs durch solche Farbspiele, wie Lastrada das hier macht, mit dem Zweifarbkonzept. Also der Nova ist immer mit so einer abgesetzten, ja, wir nennen das Fensterbrillen, das ist vielleicht nicht der coolste Ausdruck, aber das, was um die Fenster rum ist, die ihr wahlweise in Silber oder Schwarz haben könnt. Bei den meisten Autos ist Schwarz schöner, es gibt aber natürlich auch Fahrzeuge, wo Silber gut passt. Und dadurch wird nochmal dieses gesamte Design komplett aufgebrochen. Und das zieht sich eigentlich drumherum weiter. Auch wenn wir uns die Fahrzeuge von hinten angucken, was übrigens schon, wenn man in der Kastenwagenwelt zu Hause ist, ein relativ bombastischer Anblick ist. Ich meine, ich bin 1,92 Meter. Ist schon hoch, aber auch cool. Auch die Rückwand ist halt so, dass Lastrada die Form ja selber designt hat und damit so ein bisschen sich an Rückleuchten, an die Formsprache angepasst hat. Und jetzt beim Nova der 3. Generation, das was wir hier haben, oben in die Rundung dieses Fenster mit reingesetzt hat. Und was das mit dem Innenraum machen wird von innen, das gucken wir uns nachher nochmal an. Das seht ihr gerade, wenn man in den Heckbetten drin ist. Man sitzt erhaben, man kann toll rausgucken. Keiner kann einem reingucken, weil selbst wenn ich das hier versuchen würde, no way. Und dann ist man da oben wirklich richtig schön geschützt. Und auch auf dieser Seite, das ist der weitere Vorteil, wenn ich eine eigene Kabine mache, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, eine Markise hat fast jedes Fahrzeug. Also mache ich doch gleich eine Aussparung in die Kabine und setze die Markise dort mit ein. Und so hat der Nova einfach ganz viele tolle Besonderheiten und verbindet irgendwie das Beste aus beiden Welten. Ihr habt das super kompakte des Kastenwagens, wobei bei 7 Meter, ob man da noch von richtig super kompakt sprechen kann, ist vielleicht auch Ansichtssache. Seid aber nicht so breit wie ein echter Teilintegrierter. Ihr habt das Fahrverhalten eines kompakten Autos, fühlt euch aber so chefmäßig wie im LKW. Und irgendwie kommt das alles zusammen in ein Auto. Und ich finde, dass dann tolle Sachen mit drin sind. Ja, das ist das, was wir von außen haben. Wir haben vorhin einmal den Überblick übers Dach gefilmt, damit ihr so eine Idee bekommt, was oben drin ist. Da sieht man zum Beispiel, dass vor den Dachhauben verschiedene Spoiler mit in der GFK-Kabine eingearbeitet sind und dass natürlich auch solche Dinge wie die Solaranlage hier links und rechts bei den Autos einfach mit verschwinden und sich hinter dem Streifen, der oben ist, mit verbergen. So dass man einfach von außen nicht sehen kann, was auf dem Auto wirklich drauf ist. So, das ist der Nova MEB von außen. Alles andere gucken wir uns jetzt Stück für Stück an. Also schnallt euch an. Wir gucken mal und ich bin gespannt, ob ihr sagt, mega cooles Auto oder ich bleibe doch lieber in der Kastenwagenwelt. Und wenn ihr sagt, ich bleibe doch lieber in der Kastenwagenwelt, es soll aber doch Mercedes sein, dann könnte zum Beispiel ein Lastrada Regent S eure Lösung sein. Das ist ein 6 Meter Sprinter mit Heckbett quer.
wenn ihr sagt, den Grundriss finde ich cool, aber ich will trotzdem den Kastenwagen, dann wäre der Lastrada Regent EB für euch das richtige Fahrzeug. Aber heute geht es um den Nova EB und da eine der Besonderheiten dieses Fahrzeugs die Heckgarage ist, fangen wir heute mal von außen an und gucken als erstes in den Stauraum, damit ihr eine Idee habt, wie viel in dieses Fahrzeug reinpasst. Ja, für mich mal eine neue Perspektive, dass ich in den Heckstauraum eines unserer Fahrzeuge passe. Also, wir haben hier wirklich eine riesengroße Heckgarage. Auch das hier ist alles GFK. Und wir werden immer wieder gefragt, wofür ist dieses, nennen wir es mal Podest, was hier drin ist. Ihr habt es beim Nova im Prinzip so, dass wir hier ein originales Mercedes Sprinter Chassis haben, als Pritschen Chassis. Und hier reinlaufen die Verstrebungen von dem Original Chassis. Das ist quasi mit verkleidet, damit das alles mit draußen ist. Serienmäßig habt ihr beim Nova immer diese Airline-Schienen hinten. Die vielen Haken, die hier sind, sind natürlich nicht serienmäßig. Das haben wir jetzt in das Auto reingesetzt. Ich glaube, normalerweise wären 4 mit dabei. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt 10 oder 12 mit dazu gesetzt, dass auf jeden Fall ausreichend viele da sind. Was vielleicht auf den ersten Blick auffällt, das wird uns drinnen noch mehrfach begegnen, ist, dass sogar hier in der Heckgarage von links und von rechts zu schalten. Das ist nämlich der eigentliche Grund, weshalb ich hier drin sitze, weil wir gedacht haben, wir laufen nicht rum, sondern ich kletter einfach durch. 2 getrennte Lampen sind und man das eben auch hier richtig schön hell bekommt. Und vom Stauraum habt ihr natürlich für so ein Auto, was so halb in der Kastenwagenwelt unterwegs ist, hier sehr viel Raum. Wir haben 92,3 cm hier in der Breite. Wir haben hier auf dem Podest 1,04 Meter in der Höhe. Und hier hinten, wo es ein bisschen flacher ist, tiefer ist, haben wir 1,22 Meter in der Höhe. Das kann man jetzt ja nicht sehen. Hier ist noch ein bisschen Raum insgesamt nach unten. Hier ist einfach Stauraum, damit ihr mal, ich messe das auch für euch nochmal, das kann man nämlich in den meisten Videos nicht sehen. In der Tiefe haben wir jetzt hier knapp 37 cm und in der Breite nochmal 55. Das ist also ein richtig schönes Fach. Und wer sagt, durch die Tür vorne reingehen, wäre mir nicht spektakulär genug, kann auch einfach hierdurch natürlich ins Fahrzeug reinkrabbeln. Und diese schicke Optik werden wir uns gleich drin gemeinsam anschauen. Wenn du nochmal deinen Blick hier einmal nach oben nimmst, ich glaube, ich kann selbstbewusst behaupten, dass das eine Idee ist, die so ein bisschen aus unseren alten Ideen herstammt. Nämlich den Nova gibt es ja schon unendlich lange und beim Nova Generation 1 haben wir immer Kleiderstangen hier reingemacht, dass die Leute von außen das Ganze nutzen können. Und irgendwann hat Lastrada das übernommen oder vielleicht auch die Idee selber gehabt. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Hat gesagt, das ist eine clevere Idee. Wir machen es aber noch eine Nummer besser. Wir machen gleich eine Aussparung in das Brett unterm Bett, machen hier eine Kleiderstange unter das Lattenrost, sodass ihr die Möglichkeit habt, Jacken, Sportklamotten, also was hier in der Garage einfach mit aufzuhängen. Elegant ist hier auch immer die Markisenkurbel direkt mit an der Wand. Und dann komme ich mal zu euch raus und dann gucken wir mal da unten rein, weil das eine absolute Besonderheit ist, was wir dort in der Ecke haben. Und was das ist, dafür kletter ich jetzt mal raus und erkläre euch das. Wer nämlich eben beim Rundgang um das Auto aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass das Auto gar keine Außensteckdose hat, weil wir eine möglichst cleane Optik haben wollen. Und deswegen hat Lastrada sich gedacht, bevor wir so eine in Anführungsstrichen hässliche Klappe in die Außenwand machen, machen wir die hier in die Rückwand. Und ihr könnt so einfach euer Kabel hier von unten durchführen, ins Auto rein und in der Garage quasi anstecken. Das heißt, das Kabel läuft einfach von unten rein. Finde ich prinzipiell eine clevere Idee. Dann lasst uns hier noch mal einen Blick reinwerfen. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann kannst du vielleicht besser gucken. Bei dem Wagen haben wir jetzt schon relativ viel umgebaut. Der hat, seid ihr dicht? Der Wagen hat eine Lithium-Ionen-Batterie von uns bekommen. Das ist jetzt eine 300 Ampere-Stunden Batterie von der Firma Saftkiste. Die ist euch ja in dem einen oder anderen Video schon mal begegnet. Das ist momentan eine Variante, die wir echt gerne verwenden, weil von der Software, von den Features, die diese Batterie hat, zum Beispiel, dass ihr die Batterie orten könnt oder zumindest anpeilen könnt, dass ihr aus der Ferne auf die Batterie zugreifen könnt. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist eine mega coole Sache. War ein bisschen ein Aufwand dafür zu sorgen, dass der 1700 Watt Wechselrichter und die Batterie hier zusammen in den Kasten reinpassen, aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Und was Lastrada immer wieder auszeichnet, ist, wie aufgeräumt das Ganze hier aussieht. Auch hier habt ihr einfach Ladegerät, Ladebooster, Solarladeregler, alles griffbereit, perfekt beschriftet hier mit drin, sodass man den Raum mit drin hat. Das heißt, auf dieser Seite haben wir quasi Service- und Technikklappe. Und damit man nicht so viel laufen muss, kauft man sich am besten 2 Novas. Dann braucht man nämlich einfach nur einen Schritt drüber gehen und hat die andere Seite der Klappe.
wo wir hier noch mal reingucken können. Hier haben wir einmal die Serviceklappe für die Truma-Heizung. Das ist Lastrada typisch natürlich so, dass ihr zwischen einer Gasheizung und einer Dieselheizung wählen könnt, dass ihr eine Elektrounterstützung haben könnt, dass ihr das so haben könnt, wie ihr wollt, genau wie beim Kühlschrank und anderen Dingen. Dann hat der Wagen die Außendusche noch mit dazu bekommen. Das heißt, könnt hier die Außendusche anschließen mit eigenen Pumpenschalter und Warm-Kalt-Regler. Und den kleinen Knopf hier unten, der ist nämlich neben der Stromsteckdose ein anderes kleines Highlight, weil wenn du jetzt mal hier zur Toilettenklappe bitte rüber wanderst, drück hier einmal drauf und dann ist das kein Hexenwerk, sondern einfach ein kleiner, komfortabler Weg, dort ranzukommen. Der Wagen hat jetzt noch eine klassische Kassettentoilette von Dometic mit drin. Wir werden den noch auf eine Trenntoilette umbauen. Falls wir das nochmal schaffen zu filmen, blenden wir das an dieser Stelle ein. Ansonsten zeigen wir euch das sicherlich in einem der nächsten Videos, wie und was wir da trenntoilettenmäßig noch umbauen können. Der Wagen drüben hat ab Werk eine Sogentlüftung mit drin, was Lastrada dann tatsächlich auch total elegant löst. Also so braucht man übrigens die Klappe nur zuschließen, weil die Entlüftung dann einfach hier im hinteren Bereich nach unten rausgeht und so bleibt die Optik einfach clean. Das Einzige, was ihr von außen befüllen könnt oder anschließen könnt, ist der Frischwasseranschluss. Ganz normaler blauer Deckel, damit man eben nicht mit dem Wasserschlauch ins Fahrzeug rein muss. Finde ich logisch, konsequent und schlüssig. So, jetzt haben wir wir haben noch ein Maß vergessen. Guck mal, das müssen wir hier noch mal machen, weil das relevanteste Maß für viele Leute ist ja, wie viel Platz habe ich denn überhaupt von Seite zu Seite. Da haben wir 1,97 Meter. Und das ist schon ein Indikator dafür, wie groß das Bett oben sein muss, weil 1,97 Meter ist eigentlich kein Sprinterbreit. Wir starten jetzt in den Innenraum und dann wird es spannend. Fangen wir an mit gemütlich wohnlich oder mit technisch modern? Technisch modern. Bevor wir reinstarten, zwei kleine Details, die bei der Tür sind. Eigentlich drei Sachen. Zum einen, was man den alten Nova-Generationen immer vorgeworfen hat, ist, dass die Tür zu eng war. Und weil die Tür zu eng war, hatten wir keine Chance, eine vernünftige Fliegengittertür mit einzubauen. Jetzt hat Lastrada das bei der Planung natürlich gleich mit im Lastenheft gehabt. So verschwindet das Fliegengitter schön hier. Man kann theoretisch auch ein bisschen Blickschutz machen. Das ist das eine, was ich euch zeigen wollte. Dazu haben wir hier halt einen richtig schön breiten Eingang. Ich dachte, ich messe erst drin wieder, aber lasst uns mal hier messen. Was haben wir? So 58 cm echte Durchgangsbreite. Und das, wo man so ein bisschen die Liebe zum Detail und die Qualität des Ausbaus oder Aufbaus sehen kann, guckt einfach mal, werft mal einen Blick auf das Scharnier, wie das ineinander greift, und das sieht schon komplex aus. Da möchte ich nicht der Kopf gewesen sein, der das entwickelt hat. Da muss, glaube ich, ganz schön viel da oben im Kopf los sein, damit man das in der Kinematik so entwickeln kann. Und dann haben wir hier unten, genau wie in der Heckgarage, noch so einen kleinen Entriegelungsknopf. Da musst du mal bitte einmal auf die andere Seite der Tür gehen und ich drücke mal den Knopf, dass ihr gucken könnt. Zack. Auch hier haben wir dann die Klappe, die natürlich dann grifflos ist dementsprechend, und haben hier jetzt Platz für 2x11 Kilo Außengaszugang letztendlich. Und da macht Lastrada das auch ganz geschickt, um möglichst wenig Löcher außen zu haben. Wenn ihr einen Außengasanschluss mitbestellt, dann ist hier ein zusätzlicher Hahn, oben der gelbe, da. Und dass man einfach den Schlauch für den Grill hier mit reinführen kann. Dann könnt ihr nämlich den Grill hier einfach neben der Markise hinstellen und hier vorne wunderbar grillen. So, jetzt haben wir aber wirklich genug draußen gequatscht. Jetzt gucken wir mal gemeinsam hier rein. Kommt mit rein und genießt mit mir zusammen die Größe dieses Fahrzeugs. Einfach in der Kastenwagenwelt, ich stehe hier drin und habe so einen langen Blick nach hinten, dass ich denke, unfassbar cool. Wir haben erstmal das Einfachste, haken wir schnell ab. Wir haben einen ganz Lastrada-typischen Küchenblock. Der ist in Lastrada-Maßstäben nichts Besonderes. Wenn man andere Fahrzeuge zur Rate zieht, natürlich schon. Weil wir den tollen Kocher haben, echten Zweiflammkocher, auf den vernünftige Töpfe passen. Ein großes Waschbecken, schwarze Armaturen, elektronische Zündung. Lockt man inzwischen keinen mehr hinterm Ofen hervor, sondern gehört zu den Dingen, die Standard sein sollten. Ist aber auf jeden Fall alles hier mit dabei. Da dem Wagen so ein bisschen Arbeitsfläche verloren geht,
haben wir hier natürlich noch eine ausklappbare Arbeitsfläche, dass man hier nochmal einen schönen Raum hat. Und dann haben wir hier 3 Schubladen, den Kühlschrank. Und während ihr euch das anschaut, gehe ich jetzt kurz ans Telefon und gucke, was für eine Familie von mir möchte. So, Kühlschrank habt ihr gesehen, Familienangelegenheiten sind auch geklärt. Zur kompletten Vorstellung, wir haben hier klassische Besteckschublade, die ist relativ breit, deswegen daneben nochmal eine große Ablage. Nochmal eine schöne Schublade, natürlich mit Nastrada typisch mit dem Soft-Einzug. Und hier drunter nochmal eine große Schublade. Und damit noch ein bisschen mehr Stauraum da ist, hier oben Fächer mit nochmal Ablagen, alles schön mit Rüttelkanten, so dass alles reinpassen sollte. Und damit das Raumgefühl so schön bleibt, nicht mit Klappen, die euch hier quasi vor den Kopf öffnen, sondern einfach diesen Rollläden, die ihr überall habt. Und dann geht es im Prinzip, nee, wir gehen direkt weiter hier rüber, weil bei uns im Kastenwagensegment das größte Thema ja oft ist, ich hätte gerne eine separate Dusche. Und dass wir eine Nasszelle haben, wo ich reingehen kann und um die Ecke quasi verschwinden kann. Übrigens keine Messebeleuchtung oder sonstiges, sondern kannst du hier mal um die Ecke filmen. Riesenlichtstreifen dort mit drin. Das haben wir noch nicht mal an. Hier noch eine indirekte Beleuchtung drunter. Da oben Licht. Insgesamt eine richtig schöne Dusche. Beim Nova M wäre es übrigens exakt die gleiche Nasszelle. Und dann hier wirklich die Möglichkeit, auch als großer Mensch vollwertig zu duschen. So, die Tür klappen wir mal hier zur Seite weg. Und dann das, was ihr von draußen gesehen habt, serienmäßig eine Dometic Kassettentoilette. Ab Werk könnt ihr eine Klesana-Toilette mitbestellen, sicherlich auch eine coole Idee. Und was wir immer wieder viel machen, ist, dass wir nachträglich auf Trenntoiletten umrüsten. Da gibt es ja 1000 verschiedene Varianten. Großes Fach, schöne massive Scharniere, wo nichts wackelt, nichts rappelt und durch die ganzen Magnetklebestreifen, die überall da sind, hält das eben auch hier unten. Und damit genug Stauraum ist, der aufmerksame Beobachter wird gemerkt haben, hier ist gar kein Waschbecken, haben wir zum einen auf dieser Seite auch nochmal schöne Ablagen. Und wenn ich es hier einmal entriegelt habe, hier drunter ein Waschbecken mit quasi Bewegungsmelderbeleuchtung, 2 Zahnbürstenhaltern dort oben und dann, wenn man es nicht mehr braucht, einfach wieder hochzuklappen, damit man schön viel Raum in der Dusche hat. Also gerade in den Dimensionen, in denen wir uns normalerweise hier bewegen, echt viel tolle Sachen. Und das Ganze natürlich auch mit einer massiven Schiebetür. Das, was ihr hier seht, ist übrigens, magst du einen Schritt nach hinten gehen, ist Möbelbau Silver. Das heißt, wir haben den gesamten Korpus in dem Silber. Das ist ja bei der Strada immer so ein Zweifarbkonzept und alle Klappen in weiß glänzend abgesetzt. So hier zum Beispiel auch die Klappe für den Trennvorhang. Das ist nämlich auch eine Strada-Besonderheit. Ihr habt bei jedem Fahrzeug irgendwo so eine Art Zweiraumkonzept. Ich glaube, das habe ich in einem anderen Nova-Video schon mal erzählt. Es war bei einem der ersten Novas für mich ganz lustig, dass nach einem halben, dreiviertel Jahr die Besitzer kamen und sagten, es wäre so schön, wenn wir Wohnen und Schlafen voneinander trennen könnten. Und ich dann ganz lässig dieses Fach nehmen konnte, das aufmachen konnte, den Trennvorhang rausgezogen habe, den ich nämlich bei der Einweisung nicht gezeigt hatte und sie das dann erst entdeckt haben. War aber eine schöne Überraschung. Und ihr habt hier halt die Möglichkeit, da oben ist ein Knopf hier oben. Und dann können wir das hier nochmal zumachen. Achso, und dann müsste man natürlich vorher das hier weggeklappt haben. Zack. Und so habt ihr Wohnen und Schlafen voneinander getrennt, dass man das einfach wunderbar so machen kann. Kommt mal mit mir hier hinten ins Separé und dann gucken wir uns an, wie gemütlich das sein kann. Wir haben verschiedene Sachen zu entdecken. Erstmal die harten Fakten. Wir haben hier, wo ist er? 1,99 Länge. Wir haben hier 1,89, also 10 cm kürzer. Wir haben hier eine Breite von knapp über 80, dann wird das hier das gleiche sein. Ja, 81,2, das ist wahrscheinlich der Zentimeter Toleranz bei mir. Dann haben wir auch hier super viel schönen Stauraum. 3 große Fächer rechts, 3 links. Und dann haben wir hier wahnsinnig viel Licht von oben durch das MIDI-Heki, das serienmäßig mit dabei ist. Und das große Fenster, was wir hinten gesehen haben. Und hier kann man halt wirklich, wenn es warm ist, ihr sitzt echt erhaben oder liegt hier erhaben, könnt alles offen haben und keiner kann euch reinschauen. Das sind die Standardvarianten. Dazu haben wir, so, den können wir auch mal zumachen,
serienmäßig eine Lampe hier, klassischer Lesespot mit einer USB-Steckdose dran, auf Fahrer- und auf Beifahrerseite. Und was wir dazu gebaut haben, hier ist einmal der serienmäßige der Gasalarm von Lastrada mit dabei. Und dann haben wir hier oben, da bin ich relativ stolz drauf, nochmal eine USB-C-Steckdose eingebaut. Erstmal keine große Kunst, aber das ist eine ganz besondere USB-C-Steckdose. Da haben wir nämlich 100 Watt Leistung. Für jemanden, der seinen Laptop über USB-C lädt, zum Beispiel ein aktuelles MacBook, der wird erkennen, damit kann ich einen großen Laptop betreiben. Und weil das so cool ist, haben wir da eine USB-C-Steckdose eingebaut. Hier in der Ecke eine zweite. Und in der Sitzgruppe in der offenen Ablage noch eine dritte. So haben wir hier wirklich im Auto verteilt überall richtig schön viele Steckdosen. Die anderen zeige ich euch auch gleich. Wir haben noch 230 Volt und normale USB-Steckdosen. Was mir eben dazu noch aufgefallen ist, wir haben ja hier unser normales punktelastisches Lattenrost. Das kennen wir seit eh und je. Habe ich eben gedacht, wieso ist hier so eine Naht mit drin? Und wenn ihr mal hier reinguckt, wie wäre es damit? Einfach ein bisschen hochstellen, um es zum Lesen abends gemütlicher zu haben. Welches Wohnmobil kann das? Also es gibt bestimmt welche, aber von uns kann es hier kein anderes. Das fand ich auf jeden Fall eine Variante, die mir bisher noch gar nicht so klar war. So, jetzt interessiert euch sicherlich noch, wie der Stauraum hier unten drunter ist. Aber dafür springen wir jetzt mal rüber in den zweiten Nova und gucken uns das dort mal genau an. Dann kriegt ihr nämlich auch gleich einen Eindruck, wie unterschiedlich so ein Wohnbereich und Schlafbereich sein kann, wenn man unterschiedliche Hölzer wählt. Erstaunlich, wie unterschiedlich die Autos sind, obwohl sie eigentlich gleich sind. Wir haben die gleichen Maße, wir haben sogar die gleichen Klappen und trotzdem, finde ich, hat das Auto einen komplett anderen Innenlook. Es liegt zum einen daran, dass wir drüben die graue Wandbespannung haben. Bei Lastrada ist ja die Vielfalt an Möglichkeiten Fluch und Segen zugleich. Einerseits habt ihr eben immer die Möglichkeit, alles frei zu gestalten. Das führt aber eben auch dazu, dass ihr alles frei gestalten müsst. Ihr müsst unter anderem entscheiden, welches Holz, welche Klappen, welche Farbe der Himmel, welche Farbe die Wände, all das. Und das macht am Ende das Gesamtkonzept. Wir helfen dabei, aber am Ende, ihr seht ja schon, diese beiden Autos, die sind beide so. Beide Besitzer haben ihre Autos schon gesehen, dass die Menschen reingehen und sagen, sehr cool, wunderschön konfiguriert. Und ihr seht, wie weit sie auseinander sind. Geschmäcker sind verschieden, glücklicherweise, sonst hätten wir ja hier nichts zu tun. Vom Stauraum fangen wir mit den einfachen Sachen an. Hier vorne ist einmal ein, habt ihr gesehen, mit Bewegungsmelder Licht angehen. So, nochmal den Satz langsam von vorne. Habt ihr gesehen, wie durch die Bewegung das Licht mit dem Bewegungsmelder angegangen ist? Hier kann man einmal von oben reingreifen. Natürlich kann man hier auch seitlich eine große Klappe aufmachen. Hier einerseits einen riesengroßen Kleiderschrank oder eben auch einfach allgemein einen großen Stauraum. Hier auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine große Schublade. Darunter noch eine zweite Schublade. Und das hier ist mein Highlight-Fach. So einen richtig schön großen Auszug, in dem die Sachen verschwinden. Finde ich mega toll. Das, was ich mal gucken, ob ich das von hier zeigen kann. Noch eine große Schublade und wenn du die mal wieder reinschubst und das Fach da drunter mal hochklappst und noch einen großen Doppelboden. Also alleine was in dieser Ecke hinten reinpasst, ist gewaltig. Da ist dann nachher auch so ein bisschen das Thema Zuladung. Das Thema Nova ist immer ein 4,1 Tonner, 3,5 Tonnen kann man sich mal direkt abschminken. Aber auch als 4,1 Tonner muss man natürlich irgendwie im Laufe des Tages mal gucken, wo man gewichtsmäßig rauskommt. Optional hättet ihr noch die Möglichkeit einer Vollluftfeder ab Werk oder einer Zusatzluftfeder an der Hinterachse. Damit könnte man dann sogar auf 4,4 Tonnen auflasten. So, jetzt haben wir aber den Schlafbereich wirklich genug gesehen. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir in der Sitzgruppe haben. Und während wir das machen, Vorsicht, Stufe, genau. Diese Stufe versteckt nämlich noch den letzten Stauraum, den ich euch gerne zeigen möchte. Hier haben wir nämlich noch einmal richtig schöne Fächer, wo richtig viel reinpasst. In unserer Familie, also wir sind eine Zeit lang Nova M gefahren, war es immer so, dass wir alle Schuhe da wunderbar reinbekommen haben. Kriegen wir uns aneinander vorbeigequetscht? Ja, ne? Nehmen Sie Platz, gucken Sie sich das an. Ich mache uns mal ein bisschen Licht. Wir haben nämlich dort Licht, dort Licht. Wir haben hier Licht
und wir haben da nochmal Licht und insgesamt so sehr viel. Und jetzt sitze ich schon, jetzt haben wir aber vergessen, uns die Preisliste rüber zu holen. Ich hole mal die Ausstattungsliste und dann gucken wir uns an, wie dieser Wagen ausgestattet ist. Erstmal, vielleicht nehmt ihr als erstes die Stimmung auf, so wie das hier ist. Es ist gemütlich und schön. Ich habe verhältnismäßig viel Freiheit, was ich hier habe. Ich habe natürlich 4 eingetragene Sitzplätze, vorne die beiden Sitze und dort nochmal 2 Dreipunktgurte. Und dann habe ich das hier immer als L-Sitzbank. Das heißt, wenn ich den Fahrersitz drehe, kann ich hier wunderbar die Beine hochlegen. Und hier haben wir wahlweise, so wie das hier ist, eine Sitzbank oder auch ein Sideboard. Das sehen wir gleich drüben in dem anderen Auto. Was der Nova immer serienmäßig hat, sind die SKA-Pilotensitze, zumindest jetzt im Modelljahr 24, die einfach für mich die gemütlichsten Sitze sind, die man in einem Wohnmobil haben kann. Und solltet ihr die Möglichkeit haben, sie für euch mitzubestellen, ist das eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, beim Nova und beim Regent sind sie aktuell sowieso Serie. Dort könnt ihr Höhe, Sitzfläche, Neigung, so viele verschiedene Sachen einstellen, dass sich da jeder gemütlich zu Hause fühlt. Ich will jetzt nicht die ganze Liste für euch vorlesen. Ich will euch einfach nur mal eine Idee geben, was der Wagen so kostet. Also, wir haben hier ein Fahrzeug Modelljahr 24. Das ist ja eine Zusatzinfo, die man auf jeden Fall auch haben muss, weil fürs kommende Modelljahr, also wenn ihr heute einen Nova bestellt, dann dauert das leider relativ lange, bis er kommt. Plant mal irgendwas in der Größenordnung 18 bis 24 Monate. Wenn wir Glück haben und der Bestellzeitpunkt glücklich ist, vielleicht ein bisschen kürzer. Und wir arbeiten daran, dass das kürzer wird. Aber die Kabine ist ein komplexer Prozess und es gibt einfach nur eine begrenzte Stückzahl. Und auch wenn wir inzwischen relativ viele Novas verkaufen, ist das aber ganz klar noch so, dass das eine absolut individuelle Lösung ist, für jeden einzeln gebaut, was ganz Besonderes, was dementsprechend Produktions-, Fertigungs- und Lieferzeiten hat. Und das gerade auch ganz klar sagt, mehr als Summe X, die wir jetzt produzieren, schaffen wir nicht, wollen wir nicht. Damit sind die Werkskapazitäten ausgelastet. Ich muss ganz klar sagen, rückblickend über die letzten 2, 3 Jahre, wo wir ja sehr viel Verschiebungen, Liefertermin hatten, ist Lastrada in unserem Kosmos bei Togo die Marke, die es am zuverlässigsten durchgehalten hat, die meisten Liefertermine eingehalten hat. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass man als so verhältnismäßig kleines Werk andere Maßnahmen ergreifen kann, das passend zu machen. Also, was sehen wir hier? Wir haben ja einen Nova EB, das habe ich ja mehrfach gesagt. Grundpreis mit 190 PS, Automatikgetriebe ohne Allrad ist 129.000 Euro. Dann haben wir relativ viel verschiedene Technikpakete, Ausstattungsmöglichkeiten. Als große Posten haben wir hier sicherlich Allradantrieb grob 8.000 Euro, Anhängerkupplung 2.500 oder 2.200 Euro und noch ein paar kleinere Dinge, die mit dazukommen. So wie das Auto hier steht, er kriegt noch einen Personenschutzbügel mit Beleuchtung. Das ist hier schon mit einkalkuliert, haben wir am Ende eine Summe der Listenpreise von etwas über 170.000 Euro. Das ist ein relativ großer Haufen Geld. Aber wenn ihr euch anschaut, dass ihr Mercedes, Allrad, viel Ausstattung, Lastrada Qualität individuell nach euren Wünschen gebaut bekommt, ist das natürlich auch was ja, preis-leistungstechnisch weiß ich nicht genau, wie man es einsortiert, aber ich verstehe, wo der Preis herkommt, weil einfach sehr hochwertige Dinge sehr individuell für euch gebaut werden. Das, was ich eingangs sagen wollte, durch die lange Lieferzeit muss man sich darauf einstellen, dass Mercedes den Sommer jeweils nicht verstreichen lässt, eine gewisse Preiserhöhung zu machen. Für den kommenden Sommer zum Beispiel wissen wir schon, dass Mercedes an der Grundkonfiguration des Sprinters, es bleibt zwar das gleiche Auto, aber während wir jetzt alles Mögliche an Einzeloptionen bestellen können, wird es in Zukunft, ich sage das mal etwas zusammengefasst, nur noch so sein, dass wir nackt, mittel und gut ausgestattet haben werden und bei gut ausgestattet noch ein paar Einzeloptionen mit dazukommen. Das heißt, zum kommenden Modelljahr wird der Grundpreis des Novas einen gewaltigen Sprung nach oben machen, aber nicht, weil er das teurer wird, sondern weil viel mehr Ausstattung in den Serienumfang mit reingeht, weil Mercedes eben die Listen anders gestaltet. Es wird sicherlich auch ein gewisser Anteil Preiserhöhung mit dabei sein, aber wenn ich das so über unsere Hersteller mir angucke, der Speed, mit dem wir die letzten Jahre von den Herstellern Preiserhöhungen bekommen haben, die ist definitiv raus, weil man ja auch ganz klar sagen muss, die Nachfrage ist ein bisschen weniger geworden. Alle müssen sich auch ein bisschen mal wieder setteln und gucken. Die Preisschraube wird da leider nicht zurückgedreht, aber auf jeden Fall wird sie auch nicht mehr so knallhart angezogen, wie man das die letzten Jahre mit uns gemacht hat. Weil ja nun mal Inflation, Mitarbeiter, die mehr bekommen, einfach in den Werken
viel auch vorhanden sind. Und das ist inzwischen halt auch alles mit eingepreist. Also, so wie er hier steht in dem Preis, wir haben eine Solaranlage mit drin, wir haben das große 10 Zoll Navi von Mercedes, das M-Bux mit drin, die Geländereifen, Allrad, Metallic-Lackierung, das alles ist da mit drin. Aber am Ende kann mein Tipp nur sein, schaut euch mal an, was Lastrada als Konfigurator euch bereitstellt. Klickt euch da durch, da werden viele Fragen auftauchen. Das können wir dann gerne gemeinsam durchgehen und gucken, wie euer perfekt gestalteter Nova EB für euch aussieht. Und dann ziehen wir gemeinsam einen Strich drunter und gucken, was er für euch wirklich kostet. Realistisch gesprochen, je nachdem, wo eure Schwerpunkte sitzen, zwischen 160 und 200.000 Euro, glaube ich. Das ist eine große Bandbreite, aber ihr habt halt auch viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir das hier gesehen. Ihr nehmt euch bitte auf jeden Fall den Eindruck mit Sitzbank statt Sideboard. Und wir hüpfen jetzt rüber in den anderen, gucken da nochmal, wie Leder und neutraleres Holz aussehen und wie das Ganze mit Sideboard aussieht, damit ihr für euch entscheiden könnt, wie ihr euer Auto gestalten wollt. Jetzt haben wir gedacht, alles gezeigt zu haben, wollte ich das Auto zurückparken, weil er morgen ausgeliefert wird, habe ich gedacht, wir haben doch noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar ist es so, dass der Besitzer dieses Fahrzeugs gesagt hat, ich möchte die Möglichkeit haben, während der Fahrt nach hinten schauen zu können. Was mit der originalen Rückfahrkamera von Lastrada nicht so einfach ist, geh mal bitte nach hinten. Die kommt aus dem Mercedes-Stern rausgefahren. Ich mache mal den Motor an und schalte mal auf den Rückwärtsgang, dass wir die Kamera dort sehen. Da kommt nämlich die Kamera oben raus. Was cool ist, wenn man eine klassische Rückfahrkamera hat, so fährt sie auch schnell wieder ein. Was aber natürlich dazu führt, dass man jetzt, wenn man jetzt rückwärts oder vorwärts fährt, nicht nach hinten rausgucken kann. Deswegen haben wir hier, das hat er sich selber rausgesucht, eine bestimmte Kamera, die einfach hier vom Blickwinkel, einmal ist ja schon die Frage, wo gehe ich in dieser schönen Wand rein, eine zweite Kamera und dafür kommen wir bitte vorne mit rein. Und da haben wir dann nämlich oben zusätzlichen Spiegel eingebaut und haben hier, das ist gleichzeitig eine Dashcam, die auch nach hinten rausschaut. Und jetzt bin ich selber, ups, das war aus. Dann habe ich hier nämlich auch die Möglichkeit, welcher Knopf ist es, hätte ich mir vorher angucken sollen, je nachdem wie ich das einstelle, das als Dashcam nach vorne raus zu filmen und eben auch nach hinten zu haben, beides gleichzeitig, also einfach wahnsinnig viele Funktionen, die da drin sind. Das kannte ich so nicht, ich kenne auch den Hersteller ehrlicherweise nicht, macht aber einen relativ guten Eindruck und gefällt mir auf jeden Fall gut. Das wollte ich euch eben auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. In dem Zusammenschnitt haben wir das ja vorhin schon mal gesehen. Der Wagen jetzt hier zum Beispiel hat keine lackierten Stoßfänger und einen Chromspangen vorne im Grill. Bei dem anderen drüben habt ihr die Chromspangen nicht drin. Das ist ja einfach eine Frage des Stils, den man haben will, der da mit dabei ist. So, ein paar Tage später. Das Video ist eigentlich abgedreht, aber ich habe ja schon im Video gesagt, das ein oder andere fehlt noch. Von innen hat der Wagen inzwischen eine Klesana-Toilette bekommen. Das ist aber nicht so aufregend, dass ich denke, das muss ich euch unbedingt zeigen. Die kennt ihr aus diversen anderen Videos. Das funktioniert hervorragend und ist eine tolle Lösung. Das, was wir nicht so oft drin haben, und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen das hier nochmal mit dazu, ist, dass wir einen Personenschutzbügel jetzt mit dran haben. Das ist ein Personenschutzbügel von Delta, der finde ich bei so einem Offroad-Auto auf Sprinterbasis super gut dazu passt. Und dann kann man ja mit dem Kunden so ein bisschen individuell abgestimmt sich überlegen, was man für Scheinwerfer haben will. Wir haben uns jetzt hier für diese, ich glaube, die heißen X-Lights Scheinwerfer entschieden. Das heißt, wir haben einmal so ein Standlicht, was dieses weiße Kreuz nachher ist, und dahinter das normale Fernlicht. Sicherlich, was auch, wenn man einfach nur irgendwo steht, ziemlich cool aussieht. Und zusätzlich natürlich auch, wenn man Licht anmacht, richtig tolles Fernlicht ist. Ich finde auf jeden Fall, im Offroad-Auto steht so ein Personenschutzbügel immer richtig gut. Und so könnt ihr auf jeden Fall nochmal weiter gucken. Das zweite, was ich euch auch hier zeigen will, auch hier haben wir die Lithium-Batterie rausgenommen. Dadurch ist hier nochmal ein großer Stauraum letztendlich entstanden. Und dadurch, dass dieser Wagen keinen Wechselrichter hat im Vergleich zu dem anderen, haben wir die Lithium-Batterie sogar noch ein bisschen besser reinbekommen. Und wenn ich das sehe, würden hier dann wahrscheinlich ohne Wechselrichter würde sogar noch eine zweite Lithium-Batterie mit reinpassen. Auch hier haben wir jetzt die Saftkiste als 200er Variante mit reingepackt. Das heißt, auch dieses Auto kann man am Ende des Tages orten, so wie es ist. Ganz schön dunkel da oben, ne? Aber schön aufgeräumt. Die Lastrada Bordelektrik mit
Solarladeregler, Ladebooster, Ladegerät, alles hier oben mit drin, sodass man gut rankommt und eben durch den Wechsel auf die Lithium-Batterie quasi sogar noch einen kleinen Stauraum mit dazu gewinnt. Wie gesagt, hier einfach optisch der Gegenentwurf, aber ich finde es genauso cool. Ich bin so froh, dass ich mich nie entscheiden muss, was ich nehme, sondern euch das alles einfach nur zeigen darf. Der größte Unterschied hier ist eben das Sideboard, das heißt, ups, das ist mit guter Spannung, das wird hochgeklappt, hier haben wir eine 230 Volt Steckdose mit eingebaut und dann haben wir hier drunter nochmal eine große Schublade. Wir hatten mal Nova M, mit dem wir im Familienurlaub gemacht haben, da fand ich das Sideboard schon auch echt cool, weil es auch irgendwie so ein Hocker ist, der immer mit dabei war. Aber ich finde es auch cool, den Sitz zu drehen und die Beine hochzulegen. Entscheiden Sie selbst. Damit ihr wisst, was wir hier für Stauraum haben. Wir haben hier oben eine große Ablage. Genau, gesehen? Jo, gesehen. Und wir haben hier auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal eine große Ablage. Und daneben noch ein zweites Fach. Bei dem, wenn du da um die Ecke guckst, haben wir jetzt noch einen richtig schönen Router eingebaut. Das ist ein Netgear Nighthawk M6 Pro, also so ein bisschen das Premium-Gerät, was da ist. Das Ganze, dafür kringelt Vladi euch jetzt ein, mit einer vernünftigen Antenne oben auf dem Dach versehen, sorgt für wahnsinnig schnelle Downloadgeschwindigkeiten. Und dann hat der Wagen ab Werk eine vollautomatische SAT-Anlage bekommen. Die kommt von Lastrada, das ist die Tenhaft Sidetrack Premium mit einem, ich glaube, 24 Zoll Fernseher hier, der auch rumschwenkbar ist, vollautomatisch, sicherlich passend zu dem Auto, was hier auch noch mit auf dem Dach ist. Und damit wir auch hier eine Größenordnung haben, also der hat auf dem Dach zweimal 100 Watt Solar, der hat die SAT-Anlage, der hat den Internetanschluss und all solche Dinge, der ist auch großer Motor, der hat alle Optionen, die Mercedes-seitig da sind. Vollluftfeder an der Hinterachse, dadurch aufgelastet auf 4,4 Tonnen. 190 PS Automatik, Abstandsregeltempomat, alle Assistenz- und Technikpakete mit drin, auch die Anhängerkupplung. Serienmäßig haben die Lastrada alle von jetzt an 5 Jahre Garantie auf Basisfahrzeug, also 2 Jahre die klassische Garantie plus 3 Jahre Garantieverlängerung. Das ist immer serienmäßig mit drin. So ein Auto kostet dann aktuell, sagen wir, grob 190.000 €, somit der Listenpreise, wie er hier steht, mit 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, Booster und allem. Zip und Zap. Wie eben schon drüben gesagt, viel Geld für was ganz Besonderes. Ja, achso, und dann, das dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen, hier die gleichen Sitze, aber in Lederanthrazit. Und wenn ihr die Sitze mit Vollleder bestellt, dann könnt ihr die mit dieser perforierten Mittelbahn bestellen. Dann habt ihr nicht nur eine Sitzheizung, sondern auch die Möglichkeit, eine Sitzbelüftung im Sommer zu haben. Das noch als kleinen Fact am Rande. Den Mercedes, glaube ich, zeige ich euch jetzt nicht in allen Details. Das haben wir schon so oft gemacht. Das ist alles, was der Mercedes kann dieses Fahrzeug am Ende des Tages auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr vom Nova EB einen guten Eindruck bekommen habt. Wenn Fragen dazu sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann berücksichtigen wir das in einem unserer nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Zeit und freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Schöne Grüße aus Stove. Bis bald.